Hello, everyone, and welcome to today's webinar on the impact of non-native tree species on European forests. Thank you all for joining today, and I really hope you enjoy the next 1 hour, 1.5 hours, and ask lots of questions for the discussions at the end. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar über invasive Baumarten in europäischen Wäldern mit Vlado Vancura. Ich werde kurz eine Einleitung machen und dann das Wort übergeben, und Vlado wird uns etwas mehr über Bäume und europäische Wälder erzählen. First of all, a few maintenance or house rules. You're more than welcome to turn your camera on if you want to, but you don't have to. During the presentations, you can ask questions or give comments in the chat. Just use the chat function of Zoom. And if you want to keep your questions for after the presentations, then Vlado will be available for questions then, and you're more than welcome to unmute yourself and turn your camera on as well, and then you can ask questions directly too. Ihr dürft gerne eure Kamera anschalten während der Präsentation heute, müsst ihr aber auch nicht. Es wäre schön, wenn ihr das Mikrofon ausgeschaltet habt, einfach damit keine störenden Geräusche im Hintergrund sind. Während der Präsentation dürft ihr eure Fragen gerne in den Chat stellen oder auch einfach Kommentare und Anmerkungen dazu geben. Nach dem Webinar wird Vlado noch ein bisschen länger hier bleiben und für Fragen zur Verfügung stehen. Ihr dürft dann gerne euch auch unmuten und euer Video anschalten und die Fragen dann auch gleich direkt stellen. So, a little introduction to today's speaker. Today we will be hearing from Vlado Vancura, who is a forester with several decades of experience in many different countries throughout Europe in forestry and wilderness. He is currently the deputy chairman of the European Wilderness Society and based in Slovakia. He has had and still has a crucial role in designating wilderness, particularly in the forestry area, to meet the European Union biodiversity strategy targets for 2030. Vlado Vancura hat jahrzehntelange Erfahrung in verschiedenen europäischen Ländern im Bereich von Forstwirtschaft, Wäldern und Wilderness. Er ist momentan der stellvertretende Vorsitzende von der European Wilderness Society und hat seinen Sitz gerade in der Slowakei. Er hatte und hat immer noch eine entscheidende Rolle bei der Ausweisung von Wildnisgebieten, ganz besonders natürlich bei Wäldern, weil er aus dem Forstbereich kommt, um die Ziele der Europäischen Union, der Biodiversitätsstrategie 2030 zu erreichen. This is today's agenda. So first of all, Vlado will give a short introduction to himself and his work and the experiences he has been able to make over the past decades. Then he will give a first insight into forest dynamics and non-native tree species, then go more into non-native tree species in European forests in particular, talk about the benefits, but also the risks of using non-native tree species, and then tackle the questions of why we should or would use non-native tree species in European forests. And then we will finish with a short conclusion and have time for questions at the end as well. Wir beginnen das Webinar mit einer kurzen Vorstellung von Vlado zu ihm selber und auch zu seiner Arbeit über die letzten Jahrzehnte. Dann wird er über Walddynamiken und invasive und standortfremde Baumarten sprechen und genauer erläutern, was das eigentlich bedeutet und im besonderen Bezug auf europäische Wälder. Und dann einen kurzen Überblick über die Vorteile und Risiken oder Nachteile bei der Nutzung von standortfremden Baumarten in europäischen Wäldern geben. Am Ende versucht er die Frage zu beantworten oder zu besprechen, warum sollte man standortfremde Baumarten in europäischen Wäldern nutzen, um dann ein kurzes Fazit zu der ganzen Thematik zu geben und ist dann auch noch verfügbar für Fragen am Ende. So now I will give over to you, Vlado, and you can start your introduction to your work and to yourself. I think you need to unmute yourself.
Vlado, can you hear me? Can you hear me now? Yes, perfect. Okay. We can hear you now. Okay, sorry. So first of all, I would like to welcome you to attending this webinar. And at the beginning, I will shortly introduce myself and a little bit my career. Are you going to translate this? Teresa, I cannot hear you. Sorry, now I was on mute. Okay. Zuerst wird Vlado uns etwas mehr über sich selbst und seine Laufbahn in der Forstwirtschaft berichten und dann etwas tiefer in die Thematik der invasiven Arten eingehen. Okay, several decades ago, when I started my work as a professional forester in the Slovakian forest, I thought I would spend most of my working time in the woods and talking about the trees and forests. Als Vlado vor mehr als 40 Jahren seine Laufbahn in der Forstwirtschaft begonnen hat, dachte er, dass er sein ganzes Leben verbringen würde, im Wald zu arbeiten, draußen zu sein und über Bäume und Wälder zu sprechen. Waiting. We are not moving. Yep, too many. No, that's good. Actually, I never dreamed that I would one day be focusing on forests through the perspective of non-native species in European forests, which used to be quite a hot issue during my work for Slovakian forestry. Er hatte sich nie träumen lassen, dass er eines Tages in der Forstwirtschaft und mit Wäldern aus der Perspektive von standortfremden Arten sich befassen würde, was, als er mit der slowakischen Forstwirtschaft gearbeitet hat, ein sehr heiß debattiertes Thema war. Yep. So that was a short introduction. So let's move to the first chapter, first part of my presentation, forest dynamics and non-native tree species. Nach dieser kurzen Einleitung werden wir uns jetzt mit dem ersten Kapitel Walddynamiken und standortfremde Baumarten befassen. Non-native species, tree species, have been distributed worldwide since the moment when the man made a first step out of his homeland. This happened randomly, but later on very often intentionally, with a specific interest because of economic interest. Standortfremde Baumarten haben sich über die ganze Welt verbreitet, seit der Mensch angefangen hat, sich aus seinem Heimatland und festen Standort fortzubewegen. Am Anfang ist das oft planlos und zufällig passiert, später aber auch gezielt geplant, oft mit einem wirtschaftlichen Hintergrund oder zu wirtschaftlichen Interessen. Come on. To understand complexity of non-native tree species impact on forest ecosystem is very useful to explain shortly subject of forest dynamic. These are the processes which govern the whole forest life. The following part, I will explain shortly how non-native tree species actually impact this process. Damit man die Komplexität von den Einflüssen von standortfremden Baumarten auf das Ökosystem im Wald gut verstehen kann, ist es hilfreich, erstmal grundsätzlich Walddynamiken zu erklären. Das sind Prozesse, die das gesamte Leben im Wald steuern. Im folgenden Teil wird Vlado deswegen beschreiben, wie standortfremde Baumarten diese Prozesse beeinflussen. Come on. So let's say shortly in a few bullet points, what is a forest dynamic? It's a basically fundamental element of the forest life.
It is a complex of physical and biological forces that shape and change the forest ecosystems, and a spontaneous process which guarantees self-recovery of the forest itself. Also fangen wir jetzt kurz an, um Walddynamiken grundsätzlich zu erklären und zu verstehen. Walddynamiken sind ein fundamentales Element und biologische Kräfte, die das gesamte Ökosystem Wald beeinflussen und auch verändern. Walddynamiken sind auch spontane Prozesse, die die Selbstheilung des Waldes garantieren. Forest dynamics actually help the forest to self-regenerate and grow. It is a process of recycling nutrients to the growing plants in the forest. And thanks to this process, the forest is a dynamic living entity which is full of life and vitality. Walddynamiken helfen dem Wald auch, sich selbst zu heilen und weiter zu wachsen. Das sind Prozesse, um Nährstoffe für die Pflanzen im Wald zu recyceln und wiederherzustellen. Und dank diesen dynamischen Prozessen ist der Wald eine dynamische, lebende Einheit, die voller Leben und Vitalität ist. Forest dynamics describe the concept of physical and biological forces which shape and change the forest ecosystems. It is a continuous process of changes which can be summarized with two simple words: disturbance and succession. Walddynamiken beschreiben das Konzept von physikalischen und biologischen Kräften, die das Ökosystem Wald beeinflussen und verändern. Und was wichtig ist, das ist ein kontinuierlicher Prozess des Wandels, den man mit 2 Worten ganz konkret zusammenfassen kann: Störung und Sukzession. Forest disturbances is a flow of events which disturb a forest and allow for different plants, animals, and fungi to colonize the area due to the change of environmental factors in the disturbed area. That includes a natural event, such as wildfires, avalanches, landslides, or windfall, but also man-made activities such as logging, road construction, or planting the trees. Waldstörung ist hier eine Reihe von Ereignissen, die den Wald stören und erlauben, dass sich verschiedene Pflanzen, Tiere und Pilze in einem Gebiet wieder kolonisieren, aufgrund der veränderten Umweltfaktoren in dem Gebiet nach der Störung. Okay. Das beinhaltet natürliche Ereignisse sowie Waldbrände, Lawinen, Erdrutsche oder umgewehte Bäume nach einem Sturm, aber auch menschengemachte Aktivitäten wie die Abholzung, Straßenbau oder das aktive Pflanzen von Bäumen. Okay, next. Forest succession, it's a process by which the mix of tree species and habitat changed over the time. Gradually, these communities replace one another until the so-called climax community, like a major forest, is reached, or until a following disturbance like wind, avalanche, or fire occur. Waldsukzession beschreibt den Prozess, bei dem die Zusammensetzung der Arten und Habitate sich verändert. Nach und nach ersetzen sich die ökologischen Gemeinschaften dabei, bis ein sogenanntes Klimaxstadium erreicht ist, zum Beispiel ein ausgewachsener Wald. Oder bis eine Störung passiert, wie zum Beispiel Wind, Lawine oder ein Feuer. Okay, next. Forest succession is actually very much a network of the already often predictable changes in the dominant species of forest plants. It is a process when a change in a dominance occurs because the trees that dominate early often die early, and so allowing longer-lived plants to dominate. Die Waldsukzession ist auch ein Netzwerk der übergeordneten und oft vorhersehbaren Veränderungen von dominanten Pflanzenarten in einem Wald.
Bei dem Prozess ändert sich die Dominanz, weil die Arten, die früh dominieren, oft auch früh sterben und damit langlebigen Pflanzen langfristig die Dominanz überlassen. Okay, next please. Forest succession is a fundamental concept of the forest self-recovery. It is actually the engine of the never-ending cycle of the forest life. In a moment when the non-native species are pop up on the scene, significant changes usually happen in a forest dynamic. Sukzession im Wald ist ein fundamentales Konzept der Selbstheilung des Waldes. Es ist auch Antrieb für einen Kreislauf im Waldleben. In dem Moment, wo aber Veränderungen in den Dynamiken im Wald auch. Okay. So that was the first part, a kind of introduction. So let's move more specifically on non-native tree species on European forest. Das war eine kurze Einleitung in die Waldprozesse und jetzt werden wir etwas genauer auf die standortfremden Arten in europäischen Wäldern schauen. Okay. Since the beginning, humans look at the forest as a source of a living, fuel to heat houses, or later as a source of income. He starts to satisfy their own needs. Humans began not to only intensively harvest, but also purposely managed forests. Menschen haben den Wald von Anfang an genutzt, um zum Leben, für Essen, Schutz, aber auch als Brennmaterial zum Wärmen von Häusern und später dann auch als Einkommensquelle. Um die eigenen Bedürfnisse stillen zu können, haben Menschen angefangen, den Wald nicht nur intensiv abzuholzen, sondern auch zielbewusst für bestimmte Ziele zu managen. Okay. At a certain moment, humans got to the stage where they learn how to use the self-recovery ability of forest and purposely planted young trees in logged areas. In that moment, non-native species pop up on the scene. Ab einem bestimmten Punkt haben die Menschen gelernt, wie sie die Regenerationsfähigkeit des Waldes nutzen können und haben junge Bäume in abgeholzten Gebieten gepflanzt. Ab dem Moment tauchten auch standortfremde Baumarten in europäischen Wäldern auf. Okay. That was the moment when man started to explore the world around a particularly other continents. And more exotic species were nursed and planted in the European forest coming from these remote countries. Zu dieser Zeit erforschten Menschen die Welt und insbesondere auch andere Kontinente. Dadurch wurden mehr und mehr exotische Arten eingeführt und auch in europäischen Wäldern eingepflanzt. Okay. The intention of this activity was to increase the benefit from the current forest. Men focus on the fast-growing species, important from the various countries, particularly from North America. So the issue of non-native species in Europe was born. Das Ziel dieser Pflanzungen war, die Vorteile des Waldes für die Menschen zu vermehren. Die Menschen fokussierten sich dabei auf schnell wachsende Arten aus verschiedenen Ländern und insbesondere aus Nordamerika. Und hiermit hat dann das Problem standortfremder Arten in Europa begonnen. Okay. The presence of non-native tree species in European forests has obviously a long history. But the information on the current number and geographical distribution of these species in European forests is still incomplete. It is a just estimate that at least 150 non-native tree species are currently growing in European forests. Die Präsenz standortfremder Baumarten in europäischen Wäldern hat eine lange Geschichte, aber Informationen über die aktuellen Zahlen und ihre Verbreitung sind leider immer noch unvollständig.
Es wird geschätzt, dass etwa 150 standortfremde Baumarten momentan in europäischen Wäldern wachsen. Okay. In total, non-native tree species in Europe are found in the area of approximately 4% of the territory covered by European forest. A large number of these species were introduced from North America, almost 71, followed by Asian species, 45, and Australia even, 20. North American species occupy, however, far the largest area in Europe. Insgesamt findet man heutzutage standortfremde Baumarten in etwa 4% von den europäischen Waldgebieten. Die meisten Arten, die eingeführt wurden, kommen dabei aus Nordamerika, und zwar 71, danach aus Asien, das sind 45 Arten, und selbst aus Australien kommen 20 verschiedene Baumarten. Die nordamerikanischen Arten bedecken aber bei weitem die größte Fläche in Europa. Okay. With the increasing demand of the tree-derived ecosystem services, many non-native tree species have been extensively planted and distributed either consciously or randomly throughout Europe. The most common are fast-growing, stress-tolerant, or aesthetically beautiful tree species. Wegen der steigenden Nachfrage von baumbezogenen Ökosystemleistungen wurden viele der standortfremden Baumarten auch intensiv gepflanzt und in Europa verbreitet, entweder bewusst oder auf unbewusste Art. Die häufigsten Arten, die dabei benutzt werden, wachsen schnell, sind extrem stresstolerant oder auch einfach nur ästhetisch schön anzusehen. Okay. Example for non-native tree being planted in Europe wide for timber include acacia, eucalyptus, or pinus. Besides that, a non-native tree species can also play an important role in boosting land reclamation and sand dune stabilization, or prevent even desertification and prove fodder for the firewood in arid regions of Europe. Beispiele für standortfremde Baumarten, die europaweit für Holz angebaut werden, sind zum Beispiel Akazien, Eukalyptus oder Kiefern. Außerdem werden standortfremde Baumarten spielen auch eine wichtige Rolle bei der Rückgewinnung von Land, zur Dünenstabilisation, bei der Verhinderung von Wüstenbildung oder auch als Tierfutter oder Feuerholz in trockenen Regionen in Europa. Okay. The most common, one more, coming back. Another non-native species is the black locust, a species native to the eastern part of North America and was introduced to Europe probably already in the 16th century and currently extended over the 2.3 million hectares all over Europe. It has become naturalized in all sub-Mediterranean and temperate regions, rivaling populous species. Eine weitere Art, die in Europa eingeführt wurde, ist die Steinakazie. Sie ist im östlichen Nordamerika einheimisch und wurde vermutlich im 16. Jahrhundert in Europa eingeführt. Seitdem hat sie sich verbreitet und verteilt sich momentan über 2,3 Millionen Hektar. Europe is also struggling with expansion of broadleaf non-native tree species from the eucalyptus family. Eucalyptus was first introduced in Europe as an ornamental plant in the 18th century. It thrived in Portugal, where the fast-growing species was used in reforestation and to prevent erosion. Auch standortfremde Laubbäume aus der Eukalyptusfamilie breiten sich in Europa immer weiter aus. Eukalyptus wurde ursprünglich im 18. Jahrhundert als Zierpflanze eingeführt. Sie gedeiht auch in Portugal und wurde dort ganz viel zur Wiederaufforstung verwendet, um Erosionen zu verhindern. Okay.
Also, countries in Central Europe, such as Austria, are exposed to the challenge of non-native species. The most common species occurring in this country are hybrid poplars, Douglas fir, and the black locust. The main factors influencing their distribution is elevation and soil type. Auch Länder in Zentraleuropa wie Österreich müssen mit standortfremden Baumarten in ihren Wäldern umgehen. Die häufigsten Arten hier sind Pappelhybriden, die Douglasienfichte und Robinie. Die Verbreitung dieser Arten wird hauptsächlich beeinflusst durch die Standhöhe und die Bodenart. Okay. The non-native tree species is a particularly challenging issue in unmanaged Austrian forest. Recent research show that natural riparian and floodplains forests are among the forest types most vulnerable to the biological invasion, particularly bud hybrid poplars and the black locust. Standortfremde Baumarten sind besonders herausfordernd in österreichischen Wäldern, die nicht gemanagt werden. Und neueste Forschungen zeigen dabei, dass natürliche Auenwälder und Überschwemmungswälder am anfälligsten für biologische Invasionen sind, ganz besonders durch die Pappelhybriden und Robinien. Okay. So let's have a look at the following chapter where we focus a little bit what kind of benefit we and the humans can actually expect from the non-native tree species. Im nächsten Kapitel werden wir mehr darauf eingehen, welche Vorteile standortfremde Baumarten in unseren Wäldern haben können. Okay. The main disadvantage of planting native trees often consider that they have a too long time to grow. Not always considered are their advantages, being well adapted to the local conditions such as a climate, temperature dynamic, soil condition, or even sun exposure. Der größte Nachteil von heimischen Baumarten ist oft, dass sie sehr langsam wachsen. Was aber nicht immer berücksichtigt wird, ist, dass sie auch viele Vorteile haben. Zum Beispiel sind sie gut angepasst an die lokalen Gegebenheiten wie Klima, Temperaturdynamik, Bodenbeschaffung oder auch Sonneneinstrahlung. More on native trees. They are beautiful, often giving more aesthetical pleasure than exotic ones. They frequently demand lower maintenance effort and use less water, or they simply grow in favorable conditions. Mehr Fakten über heimische Bäume sind, dass sie oft schön sind, vielleicht sogar noch ästhetischer als die exotischen Arten. Und sie brauchen oft weniger Pflege und weniger Wasser, weil sie in günstigen Bedingungen einfach wachsen können. Okay. Despite of these advantages of local species, that also means that the managers don't need to use additives to support their growth or can significantly reduce the dose of a pesticide. These are healthier and often cheaper for people too. Dies bedeutet, dass Waldwirtschafter für sie keinen Dünger verwenden müssen, um den Baumwachstum zu unterstützen und auch Pestizide reduziert werden können. Außerdem sind sie oft billiger und auch gesünder für uns Menschen. Okay. So despite of that, native tree species are still planted. And the majority of currently existing non-native tree species were introduced into the Europe between the 17th and 19th century. At the beginning of this era, non-native tree species has been generally used mostly in botanical gardens, arboreta or parks. Die Mehrheit der standortfremden Baumarten, die momentan in Europa vorkommen, wurden zwischen dem 17. und frühen 19. Jahrhundert wieder eingeführt. Zu Beginn dieser Phase wurden die standortfremden Baumarten meist in botanischen Gärten, Baumschulen oder Parks verwendet. Okay. More intensive planting, however, of non-native tree species for commercial use started only in the middle of 19th century. During this period, particularly fast-growing non-native tree species has been heavily promoted to meet the growing energy demand of industrialization. Die intensivere Pflanzung von standortfremden Baumarten für den kommerziellen Gebrauch begann dann erst in Mitte des 19. Jahrhunderts.
Dann wurden vor allem besonders schnell wachsende standortfremde Baumarten ausgesucht, um die steigende Energienachfrage während der Zeit der Industrialisierung auszugleichen. Okay. Since then, apart from timber production, non-native tree species are also used for site restoration and land reclamation. Besides that, also for short rotation copy stands, agroforestry, reforestation of the arid zone or windbreaks. Seitdem wurden standortfremde Baumarten neben der Holzwirtschaft auch für Restauration und Landrückgewinnung eingesetzt. Außerdem finden sie Verwendung in Kurzumtriebsplantagen, in der Agroforstwirtschaft, Wiederbewaldung von trockenen Zonen oder auch als Windbrecher. Okay. Because of this wide range of uses, non-native tree species plantation contribute significantly to several national economies and provide multiple products and ecosystem services. Some foresters even argue that they indirectly support biodiversity conservation. Wegen ihrer breiten Anwendung tragen standortfremde Baumarten signifikant zur nationalen Wirtschaft von verschiedenen Ländern bei und stellen auch verschiedene Produkte und Ökosystemleistungen für uns Menschen bereit. Manche Förster meinen sogar, dass sie indirekt den Artenreichtum schützen. Okay. However, the extent of promotion of non-native tree species has always different among individual tree species, European countries, and particularly individuals presenting their opinion. Das Ausmaß der Bewerbung und Akzeptanz standortfremder Baumarten war allerdings schon immer abhängig von der jeweiligen Baumart, dem europäischen Land und besonders auch der individuellen Meinung. Okay. Today, the acceptance of non-native tree species in Europe varies. While some European countries limit the introduction of non-native tree species, for example, like Norway, others either don't strongly limit their use or even actively promote them. France, Portugal, or Ireland can be used as an example. Heute ist die Akzeptanz von standortfremden Arten in Europa sehr variabel. Es gibt manche europäische Länder, die die Einfuhr limitieren, wie zum Beispiel Norwegen, aber andere Länder tun dies nicht oder bewerben sogar den Nutzen von standortfremden Bäumen, zum Beispiel Frankreich, Portugal oder auch Irland. Okay. So let's move to the next chapter, focusing on a risk of using non-native tree species in European forest. Im nächsten Kapitel werden wir uns mit den Risiken bei der Nutzung von standortfremden Baumarten in europäischen Wäldern befassen. Okay. The widespread use of non-native species in European forests since the 19th century significantly altered these forest ecosystems. Non-native trees can negatively impact natural competition and succession mechanism, biodiversity, and the susceptibility of the forest to various ecological risks. Die weit verbreitete Nutzung von standortfremden Bäumen in Europa seit dem 19. Jahrhundert. Bäume können die natürliche Konkurrenz sein für unsere einheimischen Bäume, Sukzession und Artenvielfalt negativ beeinflussen oder auch den Wald anfälliger für ökologische Risiken machen. Okay. There is also concern that the widespread planting of non-native tree species within the range of related native trees could lead to the emerging new forest diseases. This could reduce the resilience of native forest to pathogens or create opportunities for native insects or herbivores to increase their impact on the forest. Außerdem wird befürchtet, dass die weitreichende Verbreitung von standortfremden Bäumen im Verbreitungsgebiet von heimischen Arten auch zu neuartigen Krankheiten führen könnte. Sie könnten dabei die Resilienz von heimischen Wäldern gegenüber Pathogenen reduzieren oder die Auswirkungen von Insekten und Pflanzenfressern intensiver machen. Okay.
Recently, non-native tree species have also become an important issue at the level of European Union. Recent findings confirm that they have a significant adverse impact on biodiversity, human health, and economy. They require coordinated action at the Union level to prevent the introduction, establishment, and the spread. Invasive Arten sind inzwischen auch auf Ebene der Europäischen Union ein Thema. Neue Erkenntnisse aus der Forschung bestätigen auch ihren negativen Einfluss auf Biodiversität, Gesundheit und Wirtschaft. Sie erfordern deswegen koordinierte Handlungen auf der Ebene der Union, um ihre Einführung, Etablierung und vor allem auch die Ausbreitung zu verhindern. Okay. The European Union highlights that the issue of invasiveness and evaluation of impact has many different aspects and therefore requires the application of sound risk assessment method to implement. Die EU betont, dass ihre Invasivität und die Problembewertung viele verschiedene Aspekte beinhaltet und deswegen die Anwendung von robusten Risikoabwägungen und robuster Methodik unverzichtbar ist. Okay. This map actually is presenting number of non-native tree species per country presented in European forest. Darker color means more different species than native species. Die hier stehende Karte zeigt die Anzahl von standardfremden Baumarten in europäischen Wäldern. Je dunkler der Grünton dabei, desto mehr standortfremde Baumarten sind in diesem Land vorhanden. Okay. In European forestry, non-native tree species are usually used in single species plantations, in mixed stands, or as an insertion into the forest of native species. Frequently planned for this issue, for this use are Sitka spruce, Douglas fir, Grand fir, lodgepole pine, eucalyptus, black locust, northern red oak, but also the acacia species. In der europäischen Forstwirtschaft werden standardfremde Baumarten oft in Monokulturen, aber auch gemischten Plantagen oder als Einschub in heimische Wälder gepflanzt. Dafür oft verwendete Arten sind die Sitka-Fichte, Douglasien, Küstentanne, Küstenkiefer, Eukalyptusarten, Robinie, Roteichen und auch Akazien. Okay. While originally all these new species were planted, they can also regenerate naturally along or together with a native tree species. This way, they can be integrated into the more close to nature forest management system. At least many foresters believe that. Obwohl diese neuen Arten ursprünglich gepflanzt wurden, können sie sich auch auf natürliche Weise regenerieren, alleine oder auch in Kombination mit heimischen Arten. Auf diese Art und Weise können sie in ein näher an den Naturmanagementsystem von Wäldern in Europa eingearbeitet werden. Okay. According to Forest Europe, the most widespread non-native species are from these following genus groups. Pinus, almost 1.5 million hectares. Spruce, again 1.5 million hectares. Black lookout is over 1 million hectares. Douglas fir, almost 3/4 million. Eucalyptus, also the 3/4 millions. And the poplar species, almost more than 500,000 hectares all over Europe. Laut Forest Europe sind die folgende Liste die am weitesten verbreiteten standortfremden Arten in Europa, angeführt von den Kiefern mit 1,69 Millionen Hektar, Fichten mit über 1,5 Millionen Hektar, auch Robinien haben in etwa 1 Million Hektar Fläche und Douglasien, Eukalyptus und Pappeln etwas weniger mit 0,6 bis 0,79 Millionen Hektar in europäischen Wäldern. Okay, next one.
The distribution of non-native tree species is controlled in individual countries according to their domestic legislation. Die Verbreitung von standortfremden Baumarten wird in den europäischen Ländern nach der individuellen Rechtslage kontrolliert. Okay. So let's have a look on the following chapter. Why use of non-native tree species actually in the European forest? Why it is needed, why it is necessary. Im nächsten Kapitel werden wir uns mit der Frage befassen, warum sollte man standortfremde Arten in europäischen Wäldern nutzen? Warum könnte das nützlich sein oder sogar nötig sein? Okay. Timber, timber, and timber. That's the main reason. That was the main objective of forestry since the early beginning of forestry in Europe, and is a frequent argument, why not native tree species are imported into Europe. Die Antwort auf diese Frage ist Holz, Holz und nochmal Holz. Seit Beginn der Forstwirtschaft in Europa war das das erklärte Ziel und auch ein häufiger Grund für die Einfuhr von standortfremden Baumarten nach Europa. Okay, next please. Supporters of non-native tree species argue that only few non-native tree species in Europe show actually invasive behavior. The large number is utilized in productive forestry and forest restoration due to their good growth, valuable timber, and good performance under the harsh growing conditions. Die Unterstützer von nicht heimischen Bäumen in Europa argumentieren, dass nur sehr wenige der eingeführten Arten überhaupt invasiv sind. Die Mehrzahl der Arten wird in der Forstwirtschaft produktiv genutzt und auch zur Waldrestauration hergenommen, da sie schnell wachsen, sehr wertvolles Holz besitzen und auch gut mit widrigen Umweltbedingungen zurechtkommen. Okay, next one. The current distribution experience with the success and failure and environmental concern differ profoundly across Europe. Western Europe, for example, historically has a higher abundance of the non-native tree species. There, forest-related stakeholder groups show a stronger interest in continuing to plant non-native trees because they are used and because they see the benefit behind it. Die aktuelle Ausbreitung von invasiven Arten und positive sowie auch negative Erfahrungen unterscheiden sich innerhalb von Europa sehr. In Westeuropa hat man historisch gesehen eine größere Menge an nicht heimischen Baumarten, weil dort die Interessensgruppen in der Forstwirtschaft immer weiter daran interessiert sind, standortfremde Bäume zu pflanzen, um die positiven Effekte von ihnen zu nutzen. Okay, next one. This is very much because large-scale deforestation since the early 19th century caused significant reduction and the change of forest coverage in Western European countries. Das liegt unter anderem auch daran, dass eine großflächige Abholzung seit dem 19. Jahrhundert in Westeuropa eine starke Verminderung und Veränderung von Waldgebieten verursacht hat. Okay. A long period of forest management in Western countries has resulted in changes in the distribution of tree species within and beyond their natural ranges, and also the more frequent introduction of non-native tree species to European forest with the intention to replace forest which has been logged out. Eine lange Periode des Waldmanagements in westlichen Ländern in Europa hat dazu geführt, dass sich die Verbreitung von Arten innerhalb und außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes verändert hat und auch, dass nicht heimische Arten öfter nach Europa eingeführt wurden, um abgeholzte Gegenden wieder aufzuforsten. Okay. So, arguments of foresters. Changing climate can cause pure adaptation of the native species, so non-native tree species may become the interesting option, alternative for forestry. Introduced species may be better adapted and more competitive under the new conditions. In many regions in Europe, foresters can build on over 100 years of experience in growing non-native tree species.
Viele Förster argumentieren, dass der Klimawandel zu einer fehlenden Adaption bei heimischen Arten führen konnte und deswegen standortfremde Bäume für die Forstwirtschaft interessant werden. Eingeführte Arten könnten zum Beispiel besser angepasst und konkurrenzfähiger sein. Außerdem blicken manche Regionen auf über 100 Jahre Erfahrung im Umgang mit den nicht heimischen Arten zurück. Okay. A few more. Non-native tree species are an important part of forest economy. Past experience and modern research, together with a sound risk assessment, shall permit future use of non-native tree species in a forest portfolio. Außerdem argumentieren die Förster, dass standortfremde Bäume ein sehr wichtiger Bestandteil von der Forstwirtschaft sind und historische Erfahrung zusammen mit moderner Forschung und robusten Risikoabwägungen eine zukünftige Verwendung von standortfremden Arten in europäischen Wäldern auch erlauben kann. Okay. So, let's do some short conclusion. Lassen wir uns ein kurzes Fazit ziehen. The issue of non-native tree species and the question of their continued expansion is loaded with the hope, prejudice, skepticism, and sometimes and even with the rejection. Actually, there is a hard topic in the forestry that is so controversially and emotionally discussed as not native tree species. Die Thematik von nicht heimischen Bäumen in Europa und die Frage nach ihrer Ausbreitung ist eine Diskussion voller Hoffnung, Vorurteile, Skepsis und auch Abweisung. Tatsächlich gibt es im Forstbereich kaum ein Thema, das so kontrovers und emotional diskutiert wird wie die standortfremden Baumarten. Okay. Non-native tree species raise a range of different associations and emotions. To many citizens, they are just the exotic curiosity in parks. To many conservationists, they are the evil to the native ecosystem that should be eradicated. To a rising group of foresters, they are part of the solution to climate change and increasing timber demand. And to others, they are already daily forestry business. Growing non-native tree species in Europe is a very complex question. It brings forests into the risk and limits, but also provide certain benefit and opportunities for people. Nicht-heimische Arten bringen viele Assoziationen und Emotionen. Für viele Bürger sind sie exotische Kuriositäten in Parks, für Umweltschützer sind sie ein Feind der heimischen Ökosysteme und für manche Förster stellen sie eine Lösung für den Klimawandel dar, während andere sie schon als einen ganz alltäglichen Teil der Forstwirtschaft sehen. Der Anbau standortfremder Baumarten in Europa ist eine sehr komplexe Frage. Sie bringt viele Risiken und Limitierungen für den Wald, aber kann besonders für den Menschen auch Vorteile und Möglichkeiten bieten. Okay, next one. That's the last one. So that was a short summary or short presentation on this issue, forest and non-native tree species, which is, as I already mentioned, very complex and still very hot in a certain level of discussion between nature conservationists, politicians, foresters, landowners, etc. I believe that this presentation can provide some comprehensive information on this subject. And if you have any kind of questions, please, let's go. Das war eine kurze Einleitung und Einführung in die Thematik der invasiven und standortfremden Baumarten in Europa. Das ist ein Thema, das immer noch sehr heiß diskutiert wird auf verschiedenen Ebenen und auch von verschiedenen Interessensgruppen in Europa. Wir hoffen, dass das ein komprensiver Überblick war und ihr es gelernt habt. Und wenn ihr jetzt Fragen habt, dürft ihr die gerne in den Chat stellen oder auch eure Hand heben und dann können wir euch unmuten und ihr könnt die Fragen direkt stellen. Okay, there is already a question in the chat, which I will read out to you, Vlado. Kinga wants to know, is there a considerable amount of non-native species occurring in Europe due to the mobility and movement of people throughout Europe? So is that the reason that is causing some of the distribution of non-native species as well? Yeah, definitely.
It was actually statistics showing that in the last few decades, when mobility of people dramatically increased, the number of new species of exotic species are popping up throughout Europe. Mostly they start in the garden, in the parks, but then maybe by chance simply escaped and penetrate to the surrounding forest without special intention of the people they brought it and without special intention of foresters. So yes, it is. And issue how to sort it out this subject is very, very complex. Die Frage war, ob ein Grund der Verbreitung von standortfremden Bäumen in Europa auch die Mobilität und die Bewegung von Menschen innerhalb von Europa war oder ist. Und die Antwort darauf ist ja, dass das ein sehr wichtiger Grund dafür ist und man an den Forschungen gut sehen kann, dass wenn Menschen mobiler sind und sich mehr bewegen, auch die Zahl der standortfremden Baumarten und invasiven Arten nach oben geht. Das Problem zu lösen ist eine sehr komplexe Angelegenheit und nicht sehr einfach. Okay. There is another question, which is, could non-native species become native if they were integrated into the local ecosystem? What means integrated to the local ecosystem? We have the species which are already in Europe more than 150, almost 200 years. Yes, they are integrated, and they are the biosystem actually get used for them in certain extent. However, what we have to pay for that is that we lost number of species which has been already extinct because of this integration. Die Frage war, ob es möglich ist, nicht heimische Arten in das natürliche Ökosystem Wald zu integrieren, auch wenn sie ursprünglich nicht aus Europa kommen. Und die Antwort darauf ist komplex. Die Frage ist, was bedeutet integrieren in diesem Kontext? Es gibt viele nicht heimische Baumarten, die schon seit 100 oder 150 Jahren in Europa sind, was aber aus Sicht der Bäume oder Ökosysteme trotzdem eine kurze Zeitspanne ist. Deswegen ist es eine sehr komplexe Thematik und man muss dabei alle Faktoren für die verschiedenen Interessensgruppen und für das Ökosystem und die Wirtschaft beachten. I also actually see the interesting comment in the brackets behind these questions. Then interesting parallel could be drawn with the social migration. Yes, but that's a tricky issue because with the humans, with the social migration, it is somehow manageable because we are dealing with more or less wise people. But with the trees or with the plants, generally invasive species, it's a very, very complex. What people do, okay, let's go and translate and then I can shortly continue. Okay. Es gibt eine interessante Parallele von der Thematik mit standortfremden Bäumen und im Zusammenhang mit Transport und Mobilität auch zu der Thematik soziale Migration, was natürlich ein paralleles Thema ist, aber auch sehr komplex ist und dann viele soziale Fragen auch aufwirft. Vlado wird das jetzt noch weiter diskutieren. There are already some examples what people can do and how to deal with this issue. And this is generally in small areas inside of protected areas, usually the core zones, where according international standards, invasive or not native species should not be present. So what park managers are doing, they actually purposely go to that strict reserve and very often remove these not-native, physically remove these not-native trees and try to somehow help the nature for the self-recovery without invasion of these not-native tree species. But that's a very tough task because sometimes it has to be repeated year after year for several decades. Ein Beispiel, wie man damit umgehen kann, kommt aus geschützten Gebieten in Europa. Oft ist es so, dass in sehr kleinen Schutzgebieten oder in den zentralen Mittelgebieten keine invasiven Arten herrschen sollten. Und in vielen geschützten Gebieten werden diese deswegen manuell entfernt,
was funktionieren kann, aber auch viel Aufwand ist, weil es teilweise jedes Jahr über Jahrzehnte wiederholt werden muss und deswegen sehr arbeits- und auch kostenintensiv ist. But this is, as I said already several times, this is very, very complex issue because even among the nature conservationists, colleague of the managers who are pushing this kind of active approach, how to remove them, their colleagues are saying, let's keep hands off. Let's keep hands off, and then we see what Mother Nature is going to tell us, how they actually really adapt to the new conditions, and how that biosystem will adapt and accept that the new species which suddenly pop up in the territory. So it's a very tricky, very difficult issue, and we basically are learning year by year how to deal with this issue differently in the protected areas likely, and differently in a commercial forest. Wie Vlado auch schon öfters angemerkt hat, ist das ein sehr komplexes und kompliziertes Thema, auch weil es innerhalb von der Forstgemeinschaft verschiedene Ansichten gibt. Zum Beispiel gibt es auch viele Förster oder Manager von Schutzgebieten, die der Meinung sind, man sollte nicht eingreifen und einfach beobachten, was passiert, wenn invasive Arten in unsere heimischen Wäldern eingepflanzt werden. Deswegen ist das eine sehr komplexe Fragestellung und die Antworten darauf werden wahrscheinlich auch unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob man sich um Schutzgebiete kümmert oder zum Beispiel um einen wirtschaftlich genutzten Forstwald. I don't know if I satisfied you with my answer, but it can be discussion for long. On it. Yes, no. She said, thank you for the answers and the insightful presentation. Okay. If you have any kind of questions or something pop up in your mind, don't hesitate and send us that questions via emails and contact to the EW Wilderness Society, and we can do our best to find the answer. Wenn ihr noch Fragen habt oder euch auch im Nachhinein Fragen einfallen, dann dürft ihr die uns auch gerne per E-Mail schicken an die European Wilderness Society und wir werden unser Bestmöglichstes geben, um Antworten auf eure Fragen zu finden und sie euch zu senden. Okay, I think if there's no one else, I have one last question for you as well, Vlado, if that's okay. I was wondering, in your opinion, what you think the kind of best example country-wise in Europe is of how to deal with invasive species. Which country do you say currently has the best strategy? It is difficult to say because it very much depends on the species. There are a number of invasive species, tree species around us, and we don't even take care about that. Many people even consider them as a part of the surrounding nature because they are already there for decades. But as you mentioned, there are certain countries which try to be quite strict, particularly in protected areas, because there should be kind of model example of natural dynamics and ecosystems. And one of them is definitely area, at least part of Ukraine, Slovakia, the country which actually covering the Carpathian Mountains. But even there, people find and can find not native tree species already expanded, especially in the lowland and the area which are close to the settlements, because that's a place where usually they started up. Thank you. Ich habe noch die Frage gestellt, was nach Vlados Meinung in Europa momentan das Land ist, das die beste Strategie oder den besten Umgang mit standortfremden Baumarten und invasiven Baumarten in den Wäldern hat. Und er meinte, das hängt sehr davon ab, über welche Art man spricht, weil das von Land zu Land sehr unterschiedlich ist. Es gibt zum Beispiel auch viele Länder, wo standortfremde Baumarten schon sehr viel vorkommen, aber auch schon als normal angesehen werden, weil sie so weit verbreitet sind. Und es gibt auch Länder, die sehr viel strikter mit standortfremden Baumarten umgehen, besonders in geschützten Gebieten, weil die natürlich ein Vorzeigemodell von natürlichen Prozessen sein sollen. Zum Beispiel in der Slowakei und Ukraine oder dem Gebiet der Karpatischen Berge
ist es schon etwas strenger, aber auch dort wird man in manchen Gebieten noch standortfremde Baumarten in den Wäldern finden. We also, just one short comment on this subject, we also have to be aware that there are a number of species which try to be purposely introduced into the forest as a potential, as a solution, as a intention was to produce to higher production, but they simply didn't survive. They simply was not able to adapt themselves for the new conditions. And from this perspective, also Scandinavian countries are so far quite clear, speaking about the forest, which is a typical boreal forest stretching from mountains to mountains, which is built up from the native species which belongs to that geographical territory. Es ist auch noch anzumerken, dass wir manchmal versucht haben, nicht heimische Arten mit Absicht anzupflanzen für ihre ökonomischen und forstwirtschaftlichen Vorteile, das aber auch nicht immer funktioniert. Also es gab auch Arten, die wir versucht haben einzuführen und die sich nicht an die lokalen Gegebenheiten anpassen konnten und deswegen nicht überlebt haben. In den skandinavischen Ländern vor allem ist das oft der Fall. Die Wälder dort sind noch sehr typisch mit heimischen Arten besetzt und noch nicht so viel von invasiven Arten befallen. Okay. Okay. If there are no more last questions, then I think we can end the webinar here. Just thank you, Vlado, for taking the time and talking to us more about invasive tree species. It was very interesting, and I think everyone probably learned something.